Ahoi, liebe Kreuzfahrtfreunde, und herzlich willkommen zu einem doch ziemlich wichtigen Thema, nämlich wo man seine Kreuzfahrt buchen sollte, was man dabei beachten muss und vor allem, wie man sich bei Reisemängeln richtig verhält. Denn für einen Reisemangel kann es richtig viel Geld zurückgeben. Eins müssen wir hier aber gleich am Anfang klarstellen. Dieses Video ist keine Rechtsberatung und es ersetzt auch kein anwaltliches Gespräch oder gar anwaltliche Hilfe. Zugegeben, das Thema, wo bucht man seine Kreuzfahrt am besten und was macht man bei Mängeln, ist etwas trocken. Und deshalb laufen im Hintergrund dann auch immer einige Ausschnitte von unseren eigenen Kreuzfahrten. Ihr seht in diesem Video aber auch, wie wir für eine von uns gebuchte Kreuzfahrt bis auf 150 € den kompletten Reisepreis von der Reederei erstattet bekommen haben. Und zwar inklusive Flugan- und Flugabreise. Und natürlich verraten wir euch auch die Gründe dafür und wie wir das gemacht hatten. Also, dranbleiben, es lohnt sich. Jetzt lasst uns aber mal sofort ins Thema einsteigen. Nicht wenige von euch gehen sicherlich den bequemsten Weg, nämlich den über ein Reisebüro. Und dann natürlich gleich noch am besten ins Reisebüro um die Ecke. Genau das solltet ihr aber nicht machen, denn das Reisebüro eurer Wahl sollte doch schon einige Erfahrungen bei der Buchung von Kreuzfahrten haben. Ansonsten könntet ihr nämlich durchaus in einer Kabine landen, die ihr absolut nicht haben wollt. Aber dafür ist euer Geld bei einer Reisebürobuchung wenigstens sicher, denn Kreuzfahrten zählen zu den Pauschalreisen. Und dafür gibt es ja einen Entschädigungsfonds. Aber ist euer Geld wirklich sicher? Was, wenn das Reisebüro eurer Wahl das Geld nicht oder noch nicht an die Reederei weitergeleitet hat, sondern damit andere Rechnungen, Strom, Gas, Personalkosten oder Ähnliches beglichen hat und danach insolvent wird? Ihr denkt, das ist unwahrscheinlich? Es ist gerade mal 2 Jahre her, als einer der größten deutschen Reiseanbieter, nämlich FTI, samt seiner Tochtergesellschaften Insolvenz anmelden musste. Und FTI hat früher auch jede Menge eigene Reisebüros betrieben, über die auch Kreuzfahrten gebucht wurden. Wenn das passiert, ist ein Stück Papier ganz besonders wichtig, der Sicherungsschein. Wenn ihr den habt, bekommt ihr wenigstens euer Geld zurück. Aber dieser Sicherungsschein wird nur vom Reiseveranstalter, also in diesem Fall von der Reederei, ausgegeben. Und wenn das Reisebüro eure Kreuzfahrt noch nicht mal gebucht hat, sondern das Geld anderweitig verwendet, seid ihr eventuell echt gekniffen. Wenn ihr online direkt bei der Reederei gebucht habt, bekommt ihr den Sicherungsschein mit der Buchungsbestätigung per E-Mail zugeschickt. Also noch bevor ihr überhaupt Geld überwiesen habt. Für den einen oder anderen von euch sind die Buchungsportale der Reedereien ja irgendwie ein Buch mit 7 Siegeln. Statt selbst bei der Reederei zu buchen, könnt ihr aber auch vollkommen problemlos bei einem Online-Reisebüro buchen. Gerade hier gibt es einige Reisebüros, die sich auf Kreuzfahrten spezialisiert haben. Es ist aber grundsätzlich vollkommen egal, wo und wie ihr eure Kreuzfahrt bucht. Der Reisepreis für euch bleibt in jedem Falle immer gleich. Wenn euch unser Video gefällt, wäre es toll, wenn ihr uns dafür auch ein Like dalassen würdet. Und wenn ihr mehr über Kreuzfahrten, Kreuzfahrtschiffe und Landausflüge erfahren wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Eine immer noch unterschätzte Möglichkeit, preiswert eine Kreuzfahrt zu buchen, ist auch heutzutage eine Last-Minute-Buchung. Wie ihr das am besten macht, darüber findet ihr auf unserem Kanal ein separates Video. Schaut es euch gerne mal an. Den Link dafür blenden wir hier rechts oben in den Bildschirm ein. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ihr über einen VPN-Anschluss verfügt, schaut ruhig mal nach, was euch eure Wunschkreuzfahrt in anderen Ländern kosten würde. Und bucht dann einfach über diese Länderkennung. Unter Umständen könnt ihr hier sogar einige 100 € sparen. So, und jetzt zeigen wir euch, wie wir eine Kreuzfahrt gemacht hatten, die uns nach unserer Rückkehr bis auf 150 € komplett rückerstattet wurde. Dafür müssen natürlich erhebliche Reisemängel vorliegen. Geplant war eine Route von Mauritius über Réunion
die Seychellen und Madagaskar, bevor es nach 11 Übernachtungen wieder zurück nach Mauritius gehen sollte. Unsere Kreuzfahrt selbst war eigentlich recht schön. Das Essen an Bord war gut, der Service auch, und mit unserer Kabine waren wir sehr zufrieden. Genau einen Tag vor unserem Abflug teilte uns die Reederei mit, dass die 3 geplanten Häfen in Madagaskar entfallen müssten, da dort die Pest ausgebrochen sei. Stattdessen würden wir nun eine Nacht länger in Mauritius bleiben, eine Nacht mehr auf Réunion verbringen und eine weitere zusätzlich auf den Seychellen. Okay, anfangs haben wir ja noch gedacht, höhere Gewalt. Und für den Ausbruch einer hoch ansteckenden Krankheit kann die Reederei ja nichts. Richtig sauer wurden wir dann aber auf den Seychellen. Denn in Mahé auf den Seychellen haben wir einige Familien kennengelernt, die dieselbe Route gefahren sind wie wir, allerdings mit einer anderen Reederei. Und diese Familien waren tatsächlich auch auf Madagaskar. Wir notierten uns die Adressen und auch die Telefonnummern von diesen Familien. Und ab diesem Tag fingen wir wirklich an, alles zu dokumentieren. Da wir an Bord unseres Schiffes auch eine sehr nette Familie aus Deutschland kennengelernt hatten, haben wir uns mit denen natürlich zusammengetan. Wieder zurück zu Hause haben beide Familien dann Rechtsanwälte eingeschaltet. Und als wir mitbekommen hatten, wie hoch die Entschädigung für die andere Familie ausfiel, haben wir natürlich auch zu deren Anwalt gewechselt. Wie das Ganze dann aussah, könnt ihr hier nachlesen. Und wenn ihr bei den E-Mails mal auf das Datum achtet, stellt ihr fest, dass es von unserer ersten E-Mail an den Rechtsanwalt bis zur Zahlung durch die Reederei nicht einmal 6 Wochen gedauert hat. Die Rechtsprechung hat mittlerweile klar definiert, was Reisemängel im Sinne des Gesetzes sind und welche Entschädigungen im Einzelfall dann dafür üblich sind. Also, wenn mal eine Rolle Toilettenpapier fehlt, ist das sicherlich kein Reisemangel. Aber wenn ihr tatsächliche Reisemängel hattet, macht es durchaus Sinn, sich diesbezüglich dann mal anwaltlich beraten zu lassen. Ihr müsst Mängel, die unmittelbar mit eurer Kabine oder den Einrichtungen an Bord zusammenhängen, möglichst unverzüglich an der Rezeption melden. Und das mit der Aufforderung, die Mängel schnellstmöglich zu beseitigen. Wenn es sich um Mängel in eurer Kabine handelt und das Schiff nicht gerade voll ausgebucht ist, bekommt ihr in der Regel eine andere Kabine zugewiesen. Und mit etwas Glück ist die dann sogar höherwertig. Auf alle Fälle solltet ihr die Mängel fotografisch dokumentieren. So, wir hoffen, wir haben dem einen oder anderen von euch bei diesem Problem jetzt ein wenig weitergeholfen. Und wenn ihr nach diesem trockenen Thema noch Lust auf ein entspannendes Kreuzfahrtvideo habt, dann schaut doch einfach mal in unsere entsprechende Playlist. Hier findet ihr über 100 Videos von verschiedenen Kreuzfahrten. Dafür einfach jetzt im Abspann auf das Vorschaubild klicken. Auf alle Fälle schon mal vielen Dank fürs Zuschauen.